Hallo Gaming-Freunde! Nach dem Anschauen dieses Videos werdet ihr mehr und leichter Gegner aufklären, sowie eure Teammates schätzen, die es tun. Alles, was ich hier erkläre, gilt für realistische Panzerschlachten, da es in Arcade anders funktioniert. Nachdem das gesagt ist, sprechen wir über, wie klärt man auf und wie sieht ein aufgeklärter Gegner aus, was bringt Scouten mir und meinem Team und was für Tipps und Tricks habe ich für euch zu diesem Thema. Die Frage, wie spotte ich einen Gegner, ist eine weit verbreitete Frage bei Anfängern. Grundsätzlich ist das Scouten oder Aufklären eine Fähigkeit, die leichten Panzern vorbehalten ist. Dabei richtet man das Visier oder das Kommandantenfernglas auf einen Gegner und drückt die entsprechende Taste. Standardkonfiguration wäre hier die V-Taste. Ist dies erfolgreich, wird der Gegner für alle Teammitglieder auf der Karte markiert und durch dieses Auge direkt gekennzeichnet. Dieses Auge zeigt seine ungefähre Position an und ist deutlich präziser als die normale Treffermarkierung. Darüber hinaus ist der Aktualisierungsintervall deutlich kürzer, was bedeutet, dass ihr den Positionswechsel eines aufgeklärten Zieles relativ schnell sehen könnt. Der aufgeklärte Gegner bleibt für 30 Sekunden markiert und ist somit ein leichtes Ziel und unfähig, euch oder eure Teammates zu überraschen. Die Augenmarkierung ist relativ präzise. Fangt aber bitte nicht an, direkt auf den Marker zu schießen, ohne das Ziel selbst zu sehen, weil es hinter Büschen oder Rauch verborgen ist, und beklagt euch dann über das Spiel, die Gegner oder mich, wenn ihr nicht trefft. So genau ist es wiederum nicht. Und was bringt das Ganze also? Fangen wir mit gesundem Egoismus an. Wenn ein von euch aufgeklärtes Ziel innerhalb von 30 Sekunden abgeschossen wird, erhaltet ihr einen Bonus in Form von Forschungspunkten und Silverlines. Das zählt dann auch als Abschusshilfe. Darüber hinaus reduziert dies die Spawnpunktkosten für Flugzeuge um 7%. Solltet ihr noch die Modifikation Luftschlag freigeschaltet haben, erhöht sich dieser Rabatt auf 14%. Wenn das noch nicht fantastisch genug klingt, dann haltet euch fest. Denn das Ganze gilt nicht nur für den ersten Kill-Assist durch Aufklärung, sondern kumuliert sich mit allen weiteren. Bedeutet, dass leichte Panzer und viel Aufklärung die besten Freunde des CAS-Piloten sind. Übrigens arbeite ich gerade an einem großen CAS-Guide, den ich hier oben verlinke, wenn er fertig ist. Das Team profitiert natürlich mehr als der aufklärende Spieler. Zum einen über die strategische Bedeutung, früh zu sehen, wo sich wie viele Gegner konzentrieren, um die eigenen Bewegungen anzupassen. Gut positioniert auf aufgeklärte Gegner zu warnen oder sie schnell über große Entfernung oder aus der Luft auszuschalten. Rein defensiv betrachtet kann man sich aus der Schussbahn eines aufgeklärten Snipers raushalten oder wird nicht von einem Gegner überrascht, der einen Hinterhalt legt oder ein Flankenmanöver durchführt. Wissen ist Macht in War Thunder und für das Wissen, wo der Gegner ist, gilt das gleich doppelt. Kommen wir zu Tipps und Tricks. Ich gehe in meinem Video über War Thunder Anfängertipps darauf ein, wie man Gegner sieht, ohne gesehen zu werden. Eine wichtige Technik ist es, über Hindernisse oder Hügel zu schauen, ohne selber von der anderen Seite sichtbar zu sein. Das funktioniert, weil das Kommandantenfernglas, Standard auf der B-Taste, von einer Position oberhalb eures Turmes schaut, als würde sich der Kommandant oben aus der Turmluke strecken, um besser zu schauen. Im Ergebnis könnt ihr vollkommen verdeckt das Vorfeld beobachten und völlig sicher aufklären oder sicherstellen, dass kein Gegner ungesicht euer Sichtfeld durchqueren kann. In meinem Anfängerguide gehe ich auf diesen Punkt genauer ein. Ich habe mir die Steuerung so konfiguriert, dass ich sowohl das Kommandantenvisier als auch das Aufklären auf Tasten gelegt habe, die auf meiner Maus zu finden sind. Und das macht es ergonomischer und angenehmer, obwohl ich gerne zugebe, dass es Geschmackssache ist. Ein weiterer Trick ist es, Gegner, die halb oder komplett hinter Hindernissen verborgen, also gar nicht zu sehen sind, zu markieren. Ja, das geht wirklich. Aber Achtung, ein fehlgeschlagener Scouting-Versuch erzeugt einen verlängerten Cooldown. Das Problem mit dem Aufklären ist zum einen, dass es weniger Punkte gibt als ein Kill und zum anderen, dass die meisten Spieler gar nicht daran denken. Für viele sind leichte Panzer nur dazu da, um schnell gute Positionen zu erreichen, von denen man aus Kills machen kann. Das funktioniert auch ziemlich gut und ist eine valide Strategie, aber wenn niemand aufklärt, mindert das die Chancen des Teams auf den Sieg. Ein leichter Panzer kann und sollte beides sein. Ein Aufklärer und ein Flankenstörer, aber niemals nur eins von beidem. Stellt sich die Frage, wann tue ich was und wieso. Das Ganze hat etwas mit persönlichem Spielstil, den Möglichkeiten des Geländes und Risikomanagement zu tun. Jedes Mal, wenn ihr euch offen positioniert, um eine Schussposition zu erreichen, erhöht ihr das Risiko, selbst ausgeschaltet zu werden. So weniger man von euch sehen kann, beziehungsweise aus so weniger Winkeln, desto kleiner ist das Risiko, den Gegner selbst auszuschalten, statt ihn nur zu markieren. Ich stelle mir immer die Frage, ob der strategische Wert, diesen Gegner dort auszuschalten, das Risiko wert ist, selber zu sterben und folglich für mein Team auszufallen. So risikoreicher man spielt, desto mehr kann man erreichen.
Die Fähigkeit zu wissen, was man riskieren kann und was nicht, ist meiner Meinung nach ein Kernelement des guten Spielers. Okay, damit habe ich alles gesagt, was ich bis zu diesem Moment über Scouten gelernt habe. Wenn euch noch Dinge einfallen, die ich nicht genannt habe, so schreibt die gerne in die Kommentare, damit wir alle davon profitieren. Aktuell arbeite ich noch an mehreren Panzerguides sowie einem großen Kassguide. Wenn das für euch interessant klingt, dann drückt doch auf den Vogel, um den Kanal dieses komischen Vogels zu abonnieren. Man schießt sich. Peregrin Ende.